Wonach sind eigentlich die Kantaten im Bachwerkeverzeichnis sortiert? Vielleicht geht's Ihnen ja wie mir. Ständig kommen Bachkantaten vorbei. Aber mit der Anfrage kommt auch immer die Unsicherheit. Habe ich mir die richtige Nummer gemerkt? Klar, der Titel hilft. Manche Kantaten sind so beliebt und kommen so oft, dass man sie einfach kennt. So wie BWV 80 und 147. Das ist natürlich Ein feste Burg ist unser Gott und Mit Herz und Mund und Tat und Leben. Manche meiner Kollegen machen sich einen Sport daraus, alle 200 Kirchenkantaten mit Titel und Nummer zu kennen. Mich beeindruckt das, denn ich muss zugeben, mich bringen die eher durcheinander. Und da frage ich mich, wie bestimmt viele von Ihnen, wonach sind die eigentlich sortiert? Nach dem Alphabet? Nee, das ist Quatsch. Auch wenn die 2 und 3 beide mit Ach Gott beginnen, so ist doch die 1 und die 5 ganz am anderen Ende des Alphabets. Nämlich, wie schön leuchtet der Morgenstern und wo soll ich fliehen hin? Nach der Reihenfolge ihrer Entstehung? Leider nicht. Eine der ersten war Nach dir, Herr, verlanget mich. Sie wurde wahrscheinlich 1706 in Arnstadt geschrieben. Aber die hat BWV 150. Dafür hat Freue dich, erlöste Schar, die erst 1738 uraufgeführt wurde, BWV 30. Oder aber vielleicht nach dem Kirchenjahr? Immerhin sind die Kantaten zum ersten Advent nur zweistellig, nämlich Schwingt freudig euch empor und Nun kommt der Heiden Heiland. Die haben BWV 36 und 6162. Aber das ist trotzdem ziemlich weit hinten. BWV 1, wie schön leuchtet der Morgenstern, hat auch überhaupt nichts mit Weihnachten zu tun, selbst wenn es ein bisschen danach klingt. Sie wurde im März 1725 zu Mariä Verkündigung uraufgeführt. Also, wonach sind sie denn nun sortiert? Wie so oft ist es ganz banal. Die sind gar nicht sortiert. Sie stehen in der Reihenfolge, wie man an sie rankam, als man sich um eine Gesamtausgabe bemüht hat. Also ziemlich willkürlich. Die naheliegendste Quelle war die Leipziger Thomasschule, denn auch nach Bachs Tod lagerten hier noch viele Noten. Kirchenkantaten hatte Bach vor allem in Weimar und in Leipzig geschrieben. Wirklich vollständig ist allerdings nur ein Kantatenjahrgang. Kantatenjahrgang heißt für jeden Sonntag und Feiertag im Kirchenjahr eine Kantate. In Leipzig bedeutet das aber ohne die Passionssonntage, denn hier hatte die Musik zu schweigen. 2 weitere Jahrgänge hat Bach fast vollständig aus seinen Leipziger Anfangsjahren hinterlassen. Aber nach 1726 trat er irgendwie in Kompositionsstreik. Hintergrund war, dass der Stadtrat eine Quote für Leipziger unter den Thomanern durchgesetzt hatte. Schließlich war die Schule ja als Armenunterstützung für die Leipziger gedacht und nicht als Kaderschmiede für die sächsischen Kirchenmusiker. Das hatte aber zur Folge, dass das Niveau des Chores so einbrach, dass Bach seine Musik nicht mehr adäquat umsetzen konnte. Aber wer weiß, ob wir die Bach-Kantaten noch so lieben würden, wenn wir mehr als 200 davon hätten. Dann würde es nämlich so unübersichtlich werden wie bei Graupner oder Telemann. Bach führte dann Kompositionen seiner Kollegen auf oder arbeitete bestehende Werke um. Beweisen musste er sich ja nicht mehr. Er hatte in den ersten 2 Jahren genug gezeigt, was er kompositorisch so drauf hat. Die Partituren und Stimmen von Bachs Werken wurden nach seinem Tod unter seinen Söhnen aufgeteilt. Vieles blieb aber auch in der Thomasschule. Im Gegensatz zu vielen anderen Komponisten seiner Zeit wurde Johann Sebastians Erbe gepflegt. Wilhelm Friedemann führte seine Werke regelmäßig in Halle auf und Karl Philipp Emanuel in Berlin und in Hamburg. Und auch aus der Leipziger Thomaskirche sind 1804 und 5 Aufführungen belegt. Auch in Berlin müssen unter Johann Friedrich Hering Kantaten aufgeführt worden sein. Ab 1800 wurden einzelne Kantaten veröffentlicht. Aber das reichte bald nicht mehr aus. Im Zuge der ersten großen Bach-Renaissance in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wollte man mehr. Aus dem Wunsch heraus, Bachs Werk komplett gedruckt verfügbar zu machen, gründete sich 1850 die Bach-Gesellschaft. Von der Partie waren der Thomaskantor Moritz Hauptmann, Robert Schumann, Franz Liszt, Louis Spohr und viele andere Herren. Im Musikverlag Breitkopf und Härtel hatten sie tatkräftige Unterstützung. 1851 kam der erste Band mit Kirchenkantaten heraus. Weil man in der Thomasschule den Choralkantaten-Jahrgang liegen hatte, fing man damit an. Die Kantaten wurden so nummeriert, wie man sie aus dem Schrank zog. Also BWV 1 bis 10. Als sich das Material in Leipzig erschöpfte, ging es in der Berliner Staatsbibliothek weiter. Hier lagen nämlich viele Exemplare, weil die Singakademie zu Berlin 1854 ihre gesamten Bach-Autographe an die Stabi verkauft hatte. Nur zur Erinnerung, die Wiederaufführung der Matthäus-Passion fand 1827 unter der Leitung von Felix Mendelssohn Bartholdy mit der Singakademie zu Berlin in der Singakademie zu Berlin, nämlich dem heutigen Maxim-Gorki-Theater statt.
Und die Staatsbibliothek sammelte auch aktiv aus anderen Quellen. 1900 war das Ziel geschafft. Es gab eine Bach-Gesamtausgabe. Die Gesellschaft hatte ihren Zweck erfüllt. Sie löste sich satzungsgemäß auf. Allerdings nur, um sich dann sofort als neue Bach-Gesellschaft wiederzugründen. Jetzt war die Aufgabe, Bachs Musik zum Klingen zu bringen. Und das tut sie bis heute, zum Beispiel mit den Bachfesten. Als sich der Breitkopfsche Archivar Wolfgang Schmieder in den 1930er Jahren daran machte, ein Bach-Werke-Verzeichnis zu erstellen, hatte sich die Nummerierung schon so etabliert, dass man sich entschied, sie einfach beizubehalten.